Aber zuerst zum Tobias Rieser. Er ist Naturfotograf und hat vor ein paar Jahren seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die Schönheit sucht er vor allem in der Schweizer Bergwelt. Manchmal findet er attraktive Sujets, aber auch fast vor der Haustür. Fotograf Tobias Rieser unterwegs auf Motivsuche im Zürcher Oberland. Es ist Mitte April und Höhepunkt der Obstblüte. Für mich ist das Fotografieren in erster Linie ein riesiges Erlebnis. Also draussen in der Natur, ich bewege mich, seit ich ein kleiner Bub bin, gerne draussen. Das gibt mir eine unglaubliche Befriedigung. Ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Mir ist wichtig, so jetzt in dieser Szene, dass es eine aufgeräumte Landschaft ist. Ich habe jetzt geschaut, dass die Bäume schön nebeneinander versetzt sind, dass sie so wie ineinander reinpassen. Ganz wichtig ist natürlich auch das Licht. Jetzt stehen wir eigentlich so ein bisschen seitwärts zum Sonneneinfall. Und das gibt dann gerade in den Blusten eine wunderschöne Leuchtkraft in die Blüten hinein. Tobias Rieser wohnt mit seiner Familie in Rapperswil-Jona. Der ehemalige Landschaftsarchitekt hat sich heute ganz der Naturfotografie verschrieben. Ich habe mir das so ein bisschen als Markenzeichen gegeben, dass ich in der Schweiz fotografiere. Und meine Bilder sollen eigentlich zeigen, wie schön dass wir es haben in unserem Land. Und auch zeigen, dass man teilweise gar nicht weit gehen muss, bis man eine so schöne Ecke finden kann. Meine Bildsprache lebt eigentlich häufig durch so ein bisschen Reduktion und mir gefällt es halt, wenn man mit wenig starken Elementen das Bild gestalten kann. Wenn man an einem Ort ist und es wirkt für einen von Augen sehr schön, muss das noch nicht heissen, dass es fotogen ist. Weil das Bild ist zweidimensional und meine Aufgabe als Fotograf mit den Elementen, die ich zur Verfügung habe, Bildkomposition zu gestalten, dass dann eben auch vom Bild her schön wirkt, dass man zum Beispiel Tiefe hat. Die ersten Bilder sind im Kasten. Tobias recherchiert noch weitere Orte, die er auf seiner Tour heute besuchen will. Tobias Rieser entdeckt die Fotografie für sich erst im Alter von rund 30 Jahren. Anfangs 2011 beginnt er sich intensiv damit zu beschäftigen und schafft sich seine erste digitale Spiegelreflexkamera an. Was mich fasziniert hat, ist, dass man einen Moment von einem besonders schönen Augenblick eigentlich für die Ewigkeit festfrieren kann, indem man ein Foto macht und das Bild dann vielleicht sogar im besten Fall eine Geschichte erzählt, für andere Leute auch. Dann recht schnell habe ich wirklich angefangen mit grosser Leidenschaft und richtig eifrig Orte zu entdecken, fotografieren. Und dann hatte ich erst Feedback und so ist das eigentlich Schritt für Schritt ein bisschen weitergegangen. Plötzlich haben sich grössere Firmen angefangen zu melden, die Interesse hatten an meinen Bildern. Und da sind so viele Türen aufgegangen, wo ich rückblickend muss sagen, wow, das ist genial. Ich habe mega Gas gegeben, zum Bilder machen, schöne Sachen zu gestalten, aber was daraus entstanden ist, kann ich rückblickend nur sagen, ist es für mich ein Wunder. Tobias' große Liebe gehört der Schweizer Bergwelt. Oft ist er stundenlang mit einem 30 Kilogramm schweren Rucksack im alpinen Gelände unterwegs. Berge erlebe ich als archaischer Ort vielfach, wo sehr, sehr wild ist, wo man ganz nah an den Elementen dran ist. Vielleicht am rauchen Wetter, an der Felswand. Und das ist etwas, wo man sehr schnell merkt, eigentlich, wie klein das man auch ist. Und es zeigt einem recht schnell auch seine eigenen Grenzen auf. Zurück zu unserer Fototour. Tobias Rieser ist mittlerweile im Sarganserland unterwegs. Ich tue ganz viel, auch wenn ich aufwandere, bin ich innerlich am Betten oder auch mal am Reden.
häufig geht das wirklich in eine Richtung, wo ich einfach Gott Danke sage für all die Schönheiten, die er gemacht hat. Und wenn dann wirklich auch das Licht mega schön ist, dann gibt es öppe mal, dass ich auch mit Tränen in den Augen fotografiere von so viel Schönheit, wo ich überwältigt bin und einfach manchmal losjubeln oder ganz still wird und für mich geniessen. Draußen in der Natur fühlt sich Tobias Rieser stark mit Gott verbunden. Wenn man auch in der Bibel liest, sieht man, dass Jesus auch auf den Berg rauf ist, beten. Ich weiss nicht genau, was es ist, aber je weiter dass ich mich irgendwo in einen Berg begebe, desto ruhiger werde ich und desto mehr staunen kann ich auch. Und das ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, da ist Gott so präsent. Für mich ist der Glaube eine persönliche Beziehung. Für mich persönlich brauche ich wirklich die Zeit, auch wo ich allein unterwegs bin, wo ich wieder zur Ruhe kommen kann. Ich bin sicher, Gott ist der grösste Ästhet, auch wenn man sieht, mit welcher Finesse und welcher Feinheit dass er gewisse Sachen designt hat. Das kann eine kleine Blume sein, wo man plötzlich, wenn man näher anschaut, eine ganz spezielle Zeichnung oder eine Farbe sieht. Es kann aber auch eine grosse Landschaft sein, Berge, wie die geformt sind. Das staune ich auch immer wieder und muss sagen, das Design, das ist so unübertroffen. Tobias weiß um die Spannung, die seine makellosen Bilder erzeugen, gerade in einer Zeit, die von Krisen geschüttelt wird. In so einer Krisensituation finde ich es enorm wichtig, dass man eben sich nicht einfach nur auf das Schlimme, auf das Schlechte fokussiert, sondern dass man eben auch immer noch eigentlich die schönen Seiten vom Leben kann sehen und dass man sich auch an dem festheben kann, ein Stück weit. Als selbstständiger Fotograf ist Tobias Rieser selber beruflich von der Corona-Krise betroffen. Es ist natürlich gerade als Selbstständiger ist es schon eine schwierige Zeit, sage ich jetzt einmal, eine ungewisse Zeit auch, wo man nicht genau weiss, wann kann man wieder was machen. Aber ich probiere möglichst in dieser Zeit etwas Positives abzugewinnen und mich wirklich auf die Sachen fokussieren, wo man noch kann, wie zum Beispiel Zeit mit der Familie verbringen und die Beziehung zum kleinen Sohn wieder noch ein bisschen mehr vertiefen. Der Glaube hilft mir enorm. Ich tue das eigentlich ganz einfach handhaben. Ich tue mich mit dem Herrgott reden und ihm meine Sorgen und Ängste anlegen, im Wissen, dass das beim Herrgott deponiert ist, im Schöpfer von unserer Welt. Also einen besseren Platz zum Sorgen und nicht deponieren gibt es eigentlich gar nicht. In diesem Frühjahr hat Tobias Rieser zusammen mit dem befreundeten Fotografen Martin Magli die Fortsetzung ihrer Tour von Naturwunder Schweiz geplant. Die Hälfte der Auftritte musste wegen Corona abgesagt werden. Die Multivision besteht aus einer Kombination von Bildern, Musik, Videosequenzen und persönlichen Geschichten und wird auf Großleinwand gezeigt. Wir waren selber überwältigt, teilweise wie die Leute aus dieser Show rausgekommen sind. Die einen mit Tränen in den Augen, ganz viel sehr, sehr berührt. Und dann auch die Mails, unzählige Mails, die wir bekommen haben, zeigt schon, ja, dass wir wirklich etwas auslösen können. Es ist wirklich eine Hommage an unsere Heimat, an unsere Natur, an unsere Tier- und Pflanzenarten. Es ist Abend geworden auf der heutigen Tour. Tobias kocht sich eine Tasse Kaffee. Ein Ritual auf seinen Touren. Das Verständnis von Schönheit hat sich bei ihm im Laufe der Jahre verändert.
Wenn ich jetzt schaue, dann fotografiere ich vielleicht heute andere Sachen fotografieren wie früher. Vielleicht auch grafischere Sachen oder etwas, wo ich vielleicht einen alten Baum, den ich früher gar nicht so als schön empfunden habe, wo ich heute das Gefühl habe, wow, der hat etwas erlebt und der hat Charakter. Wir Naturfotografen haben schon eine kleine Krankheit, dass es einfach immer noch ein bisschen schöner sein könnte, dass das Licht noch ein bisschen spektakulärer könnte sein. So muss man schon ein bisschen aufpassen, auch wenn man mal ein schönes Bild gemacht hat, dass man nicht irgendwie gerade schon das Nächste im Kopf hat, sondern dass man dann den Moment mal geniesst, wenn es wirklich schön ist. Man merkt es jetzt schon, das Licht wird wärmer, es wird feiner, die Schatten werden länger und ich freue mich jetzt richtig darauf, zum Fotografieren und ein schönes Bild zu machen.